Kennt ihr das? Wenn ihr in einem Genre so abgrundtief scheiße seid, dass alle eure Freunde euch auslachen, wenn ihr gegen sie spielt? Ich hab das. Mit Shooter. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Bis jetzt steht es auf eigentlich ganz okay für dich. Hey! Nein! Kommen wir zum heutigen Game. BioShock Infinite. Wo soll ich nur anfangen? Der erste Gedanke, als ich dieses Game sah, ist, wie weit Videospiele als visuelles Medium eigentlich schon gekommen sind. Es ist unglaublich, wie detailreich und liebevoll die Umgebung gestaltet ist. Die gesamte Spielwelt wirkt so lebendig und nicht einfach nur als Mittel zum Zweck. Sie ergänzt die Story und Atmosphäre perfekt. Der größte Pluspunkt der Präsentation ist die Inszenesetzung der Hauptcharaktere. Jeder Charakter, der auch nur im Entferntesten eine Rolle für die Story spielt, hat seinen eigenen Charme und ist einzigartig. Immer wenn ein wichtiges Ereignis im Spielverlauf passierte, guckte ich. Wie reagieren die Figuren darauf? Und sie bringen die Emotionen sehr gut rüber. Es gab Tage, an denen ich teilweise bis zu 4 Stunden länger als geplant gezockt habe, nur weil ich dank der Aufmachung so mitgerissen von diesem Spiel war. Einige bevorzugen das etwas horrorlastigere Setting der beiden Vorgänger, aber ich kam gruseltechnisch auch bei BioShock Infinite auf meine Kosten. Zum Beispiel beim einzigen Jumpscare im Game. Spoiler-Alarm. Should be able to head downstairs and get to Elizabeth now. Fuck! Alter! Oder bei der ersten Begegnung mit Elizabeth. Hello. Alter! Oder auch einfach beim Anschauen des Ingame-Trailers. Nee, jetzt ist gut. Nee, das reicht. Ich geb's zu. Ich bin schreckhaft. Kommen wir zur Story. Im Game schreiben wir das Jahr 1912. Wir spielen als Booker DeWitt, einen ehemaligen Detektiv. Und unser Auftrag ist es, das Mädchen Elizabeth aus einem Turm zu befreien, um alte Schulden zu begleichen. Zunächst finden wir uns in einem creepy Leuchtturm wieder, aber kurz darauf schon in Columbia, einer fliegenden Stadt. Dort herrscht ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen 2 Fraktionen. Zum einen hätten wir da die sogenannten Gründer. Diese sind Anhänger von Zachary Hale Comstock, dem Gründer Columbias und einem Propheten. Ihre Leitbilder sind ein fanatischer Glaube an die Göttlichkeit Comstocks sowie extremer Rassismus. Zum anderen hätten wir die Vox Populi, eine Widerstandsbewegung, angeführt von Daisy Fitzroy. Menschen verschiedenster Herkunft, meist aus der sozialen Unterschicht, kämpfen, früher für Gleichberechtigung, heute nur noch aus blindem Hass. Recht schnell gelingt es Booker, Elizabeth zu finden. Damit wäre seine Mission eigentlich erfüllt. Eigentlich. Ich möchte euch aber nicht spoilern. Ich sage nur so, da kommt noch einiges. Wie seine beiden Vorgänger ist BioShock Infinite ein First-Person-Shooter mit RPG-Elementen. Als Booker prügelt und vor allem ballert ihr euch durch Columbia und Umgebung. Dabei tragt ihr stets 2 von einem Repertoire aus insgesamt 12 Schusswaffen, die Skyhook und ein Schild mit euch. Außerdem erlangt Booker im Laufe des Abenteuers 8 verschiedene Kräfte, die ähnlich wie die Plasmide in den ersten beiden Teilen
übernatürliche Fähigkeiten darstellen und sehr nützlich im taktischen Kampf sind. Im gesamten Spiel sind sogenannte Phiolen versteckt. Das sind kleine Flaschen, die entweder eure Lebensenergie, euren Salzvorrat oder euer Schild aufstocken. Aber nun möchte ich noch über 2 weitere Gameplay-Elemente sprechen, die mir sehr gut gefallen haben. Zum einen die Skyhook. Nicht nur, dass sie cool aussieht und als Nahkampfwaffe fungiert, sie ist auch nötig, um das Haupttransportmittel des Games zu nutzen. Die Skylines. In diese muss Booker sich mit der Skyhook einklinken und kann sie dann nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch zum Kampf nutzen. Außerdem kann man mit einem Angriff von einer Skyline gegen einen auf dem Boden stehenden Gegner großen Schaden ausrichten. Und das hat mir als Noob sehr geholfen. Was mir in meinem Playthrough noch mehr geholfen hat, ist gleichzeitig mein Lieblingselement des Spiels, Elizabeth. Nicht nur, dass sie meiner Meinung nach der coolste und gleichzeitig tiefgründigste Charakter des Games ist. Sie bringt euch im Kampf auch noch wirklich voran. Sie braucht keinen Schutz im Kampf und kann auf sich selbst aufpassen. Während ihr im Eifer des Gefechts seid, durchsucht Elizabeth die Umgebung nach nützlichen Items, wie Munition, Medizinkits, Salz oder Geld und wirft sie euch zu, wenn sie es gefunden hat. Habe ich erwähnt, dass Elizabeth auch Türen öffnen kann? Außerdem kann sie sogenannte Risse freilegen. Diese könnt ihr nutzen, als Schutz oder zu anderen Zwecken. Trotzdem muss ich wohl nicht anmerken, dass ich bei meinem Run von BioShock Infinite mich angestellt habe wie ein Spüllappen. Aber hey, ich habe es durchgespielt. Und das sogar auf normal. Zusammenfassend kann man sagen, dass BioShock Infinite ein großartiges Spiel ist. Optisch muss es sich auch über 3 Jahre nach seinem Release nicht verstecken. Ich würde euch jedoch empfehlen, die Version auf der neu erschienenen BioShock Collection zu zocken, da sie auch noch die beiden Vorgänger, DLC und Bonusinhalte sowie eine aufpolierte Optik für euch bereithält. Die Story ist fantastisch. Sie kritisiert indirekt unsere heutige Gesellschaft und greift Probleme wie Rassismus, Fanatismus und Patriotismus auf und bindet sie auf ihre eigene Art und Weise in die Handlung mit ein. Dabei überzeugen vor allem die Inszenierung der Hauptcharaktere, die mehr als gut gelungene Synchronarbeit und die Atmosphäre mit einer wahren Liebe zum Detail. Die einzigen Kritikpunkte, die mir spontan einfallen, ist, dass das Game erfahrene Shooter-Fans eventuell unterfordern könnte und dass an einigen Passagen von euch Entscheidungen getroffen werden, die den Spielverlauf aber so gut wie gar nicht beeinflussen. Ich für meinen Teil hatte jedenfalls eine unglaubliche Zeit bei meinem Run von BioShock Infinite und ich würde jedem von euch raten, es mir gleich zu tun. Alleine für das Ende, welches meiner Meinung nach eines der besten ist, die ich je begutachten durfte, lohnt es sich. Und deshalb bekommt BioShock Infinite von mir 9 von 10 Punkten. Du bist immer noch mies in Shootern. Hey, danke, dass du dir mein erstes Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du zukünftig nichts mehr von mir verpassen willst, drück doch einfach auf diesen bezaubernden kleinen Fragezeichenblock, wo Abo draufsteht. Hier links. Diesen Monat kommen noch 2 weitere Videos. Falls du dir meinen Kanaltrailer reinziehen willst, drück auf den Mini-Thumbnail rechts. Über Feedback jeder Art würde ich mich total freuen. Von daher, wenn du welches hast, lass es los. Wie diese merkwürdige Eiskönigin. Wisst ihr? Weil bald Weihnachten ist. Schwieriges Publikum heute.